Immer wieder fragen uns Mandanten, was ist eigentlich besser, die OÜ aus Estland oder die LLC aus den USA? Und das wollen wir uns in diesem Video mal näher anschauen. Viele Mandanten, die ins Ausland umziehen oder die digitalen Nomaden werden, brauchen irgendeine Gesellschaft, um Rechnungen an ihre Kunden zu schreiben und dann entsprechend Umsatz zu generieren und Einnahmen zu haben. Vielfach ist hier die US-LLC eine gute Wahl, aber manche Mandanten wollen eben eine EU-Gesellschaft haben. Manchmal schreiben das zum Beispiel ihre Kunden vor. Wir hatten schon vielfach Fälle, wo der Kunde eines Mandanten gesagt hat, nein, aufgrund der EU-Datenschutzverordnung können wir nur mit EU-Lieferanten zusammenarbeiten. Deswegen eine US-LLC kann uns keine Rechnung senden. Wir können keinen Vertrag mit einer US-LLC abschließen. Es muss eine EU-Gesellschaft sein. Und viele Mandanten gründen eben dann eine estnische OÜ. Das ist eine Kapitalgesellschaft, eine Limited, eine GmbH aus Estland. Die Vorteile sind erstmal, sie ist sehr einfach gegründet. Es gibt in Estland diese sogenannte E-Residency Scheme, wo man sich sehr einfach gegenüber den Behörden ausweisen kann und dann viele Behördengänge online sehr schnell und unbürokratisch erledigen kann, zum Beispiel Steuererklärung einzureichen, Änderungen an der Firma vorzunehmen, etc. pp. Die Kosten für die Verwaltung einer solchen OÜ sind ebenfalls sehr gering. Dort gibt es Pakete von manchen Dienstleistern von, weiß ich, 50 € im Monat. Also alles sehr überschaubar. Auch die amerikanische LLC ist natürlich schnell gegründet. Sie ist ebenfalls in der Verwaltung sehr pflegeleicht. Ich würde sagen, sogar noch pflegeleichter als die OÜ, denn sie muss ja letztlich in den USA nur sehr beschränkt Erklärungen einreichen. Es gibt keine Umsatzsteuermeldung einzureichen, man muss keine Bilanz einreichen und so weiter und so fort. Diese Dinge sind natürlich in Estland erforderlich, wie in jedem EU-Land auch. Das ist eben eine richtige EU-Kapitalgesellschaft. In den USA gibt es das nicht, was auf jeden Fall natürlich die Verwaltung der US-LLC einfacher macht als die Verwaltung der OÜ, auch wenn diese selbst sehr überschaubar ist. Ein weiterer Punkt, der für die LLC spricht, ist das Thema Anonymität. Hier kann man die LLC in vielen Staaten so gründen, dass dort niemand im Handelsregister auftaucht. Man kann also komplett anonym bleiben, wenn einem die Privatsphäre wichtig ist. Auch das geht in Estland nicht. Hier wird alles veröffentlicht, hier gibt es ein Transparenzregister, hier wird sogar veröffentlicht, wie viel Steuern die Gesellschaft bezahlt hat. Treuhandgesellschafter und Direktoren, sogenannte Nominees, sind gesetzlich verboten und dürfen bei OÜs nicht verwendet werden. Und sowieso gibt es ja auch das Transparenzregister, das EU-weit hier öffentlich zugänglich ist. Auch das gibt es zum Beispiel natürlich nicht in den USA. Aber das sind natürlich alles Dinge, die einen nicht wirklich stören müssen an der OÜ. Interessant wäre jetzt vor allen Dingen auch mal hier die steuerliche Situation. Bei der amerikanischen LLC, nur um es ganz kurz zu sagen, ist es ja so, solange die amerikanische LLC keine Betriebsstätte in den USA hat, fallen in den USA keine Steuern an, wenn es sich um eine Ein-Mann-LLC handelt, also eine LLC mit nur einem Gesellschafter. Es fällt auch dann keine Steuern in den USA an, wenn man Kunden in den USA hat. Übrigens, hier kann man also international agieren mit der US-LLC und muss letztlich in den USA keine Steuern bezahlen. Welche Steuern dann an deinem Wohnsitzland anfallen, das ist natürlich eine andere Frage. Hier gilt letztlich die US-LLC als Einzelfirma. Das heißt, du müsstest in einem entsprechenden Wohnsitzland, wenn du jetzt nicht in einem steuergünstigen Land wohnst, wo du keine Steuern bezahlen musst, Einkommensteuer auf die Erträge aus der LLC bezahlen. Wie sieht es nun bei der OÜ aus? Nun, wie gesagt, die OÜ ist eine Kapitalgesellschaft, was ja die LLC nicht ist. Alle Erträge, die bei der LLC eingehen, fließen automatisch direkt zu dir durch, buchhalterisch, steuertechnisch. Das Konto der LLC ist letztlich steuertechnisch kein Firmenkonto, sondern ein Privatkonto von dir. Ja? Also das wird direkt letztlich bei dir entsprechend verbucht, fließt dir direkt zu. Das ist bei der OÜ nicht so. Die OÜ kann tatsächlich wie eine Spardosengesellschaft verwendet werden. Du kannst dort Geld einsammeln bei der OÜ, die dort aufs Konto geht. Und das ist dann bei der Firma und wird zunächst nicht an dich ausgeschüttet. Das ist umso interessanter bei der OÜ, weil die OÜ nämlich keine Körperschaftssteuer bezahlen muss, solange keine Gewinne ausgeschüttet werden. Ja? Das heißt, du kannst, wie ich es gerade eben schon gesagt habe,
hier letztlich die OÜ als Spardosen GmbH im Grunde verwenden, kannst dann auch das Kapital, das du dort eingenommen hast, reinvestieren in andere Unternehmen, in Krypto, in Aktien oder was auch immer. Ja, du kannst also diese Einkünfte reinvestieren und alles ist immer steuerfrei, solange bis du es an die Gesellschafter ausschüttest. Sehr interessant, ja. Also, wenn du dann ausschüttest aus der OÜ, werden 20% Steuer fällig, 20% Körperschaftssteuer. Wenn du dir eine Dividende von 100.000 Euro ausschüttest, zahlst du 20.000 Euro Steuern, 80 landen dann bei dir und je nach Situation, je nachdem, wo du dann wohnst, musst du diese 80 möglicherweise wieder versteuern mit Abgeltungssteuer oder was auch immer. Sehr interessant bei der OÜ ist jetzt Folgendes. Du kannst jetzt als Geschäftsführer der Gesellschaft Folgendes machen. Du kannst dir von der OÜ ein Gehalt bezahlen lassen, was kein Geschäftsführergehalt ist, keine Management-Fees, sondern eine Fee dafür ist, dass du aktiv im Unternehmen mitarbeitest. Also zum Beispiel sagen wir, du hast ein Softwareunternehmen, eine Software-OÜ. Wenn du jetzt hier selbst auf Kundenprojekten mitarbeitest und Software entwickelst, dann kannst du der OÜ eine Rechnung stellen für Softwareentwicklungsdienstleistungen. Dafür kann sie dir dann ein Gehalt bezahlen und somit kannst du natürlich den Gewinn, der sich in der Firma angehäuft hat, reduzieren oder komplett eliminieren, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen, irgendwo in Estland. Ja, das sind ja dann Kosten, die in die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft mit eingehen. Da entsteht dann natürlich keine Steuer, keine Corporation Tax, weil es keine Gewinnausschüttung ist. Auch hier natürlich wieder die Frage, was ist dein steuerlicher Status, wo lebst du und so weiter und so fort. Danach richtet sich dann die Besteuerung, die bei dir persönlich dann noch stattfindet. Das ist dann ja, hat nichts mit Estland zu tun, sondern das ist dann komplett eine Frage dessen, wo du dich aufhältst, was dein steuerlicher Status ist. Wir können also sehen, beide Rechtsformen, sowohl die US-LLC als auch die OÜ, haben tatsächlich ihre Vorteile. Ein Aspekt darf man natürlich hier bei all diesen Vorteilen nicht vergessen. Die Frage der Betriebsstätte ist natürlich essentiell. Wenn du in einem Land lebst, sagen wir zum Beispiel mal Thailand, und du arbeitest dort mit einer US-LLC oder aber einer OÜ, dann haben beide Gesellschaften de facto in Thailand eine Betriebsstätte und würden dann in diesem Fall besteuert werden wie thailändische Unternehmen. Das heißt, die Steuerfreiheit wäre letztlich futsch in beiden Ländern. Ja, man sagt ja manchmal, wer in Thailand arbeitet, der kann hier von steuerfreien Einnahmen aus dem Ausland profitieren. Das ist auch korrekt, das stimmt. Allerdings sind es keine steuerfreien Einnahmen, weil es keine Auslandseinkünfte sind. Wenn du vor Ort in Thailand arbeitest, dann haben nämlich die Gesellschaften eine Betriebsstätte in Thailand und somit wäre der ganze Gewinn dort zu besteuern. Eine komplett andere Sache wäre, wenn du einfach an der OÜ als Gesellschafter beteiligt bist, aber nicht selbst arbeitest. Du arbeitest also nicht von thailändischem Boden aus und die Gesellschaft schüttet einfach einen Gewinn an dich aus. Dann hast du natürlich in Thailand keine Steuern drauf zu bezahlen, wenn der Gewinn im Ausland bleibt. Denn dann wäre hier tatsächlich ja passives Einkommen generiert worden in Thailand, was dort nicht steuerpflichtig ist. Im Übrigen kann dir auch die OÜ den Gewinn als Gehalt auszahlen, wie gerade eben gesagt. Auch das kann passiv passieren. Du kannst ja diesen Gewinn zum Beispiel als Provision bekommen, wenn du dich nicht in Thailand aufhältst. Dann ist es ja auch im Ausland letztlich verdient. Wichtig ist, wie gesagt, dass vor Ort in Thailand keine Arbeit stattfindet und keine Tätigkeit verrichtet wird. Das Gleiche ist natürlich auch mit der US-LLC möglich. Auch dort kannst du aus thailändischer Sicht passive Einkünfte generieren, die dann dort steuerpflichtig sind. Aber wie gesagt, dann darfst du nicht ins Tagesgeschäft involviert sein und du darfst auch kein Geschäftsführer natürlich der Gesellschaft sein, denn eine Geschäftsführung löst immer eine lokale Betriebsstätte aus. Somit wäre dann die Gesellschaft automatisch in Thailand steuerpflichtig. Thailand habe ich jetzt hier nur als Beispiel erwähnt. Das Gleiche gilt natürlich für die meisten anderen Länder auch. Wir sprechen ja vielfach von Ländern mit einem territorialen Steuersystem. Paraguay, Costa Rica, Panama und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es aber in vielen dieser Ländern unklar und im besten Fall eine Grauzone, wie solche Situationen hier behandelt werden. Ich hatte mal mit einem Anwalt in Paraguay zu diesem Thema gesprochen. Er war hier sehr klar. Er sagte, solange das Unternehmen im Ausland ist, kannst du auch tatsächlich hier von Paraguay aus für dieses Unternehmen arbeiten und es wäre trotzdem letztlich
in Paraguay steuerfrei. Aber er sagte gleichzeitig, diese Dinge sind auch in Paraguay im Fluss und man muss sich anschauen, was hier passiert. Wie gesagt, das Gleiche gilt für viele andere Länder auch. Nochmal, mir ist völlig klar, da gibt es eine große Grauzone. Man kann immer sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Einverstanden. Allerdings darf man sich nicht einreden, dass was man dann tut, auch tatsächlich legal ist. Es interessiert vielleicht niemanden und diese Länder haben nicht die Infrastruktur, diese Dinge genau zu prüfen und zu untersuchen. Aber es ist natürlich was anderes als eine komplett legale Struktur. Wie könnte eine komplett legale Struktur aussehen? Also, wie gesagt, du dürftest nicht selbst Geschäftsführer sein. Was man dann relativ einfach machen könnte, ist, dass du lokal in deinem Wohnsitzland einen sogenannten Employer of Record beauftragst, von deiner Auslandsgesellschaft dich dort einzustellen. Der zahlt dir also 2.000 Euro oder 2.000 Dollar im Monat aus oder irgendeinen anderen Betrag für deine Mitarbeit. Für dieses Geld arbeitest du dann 8 Stunden am Tag und dafür bekommst du dieses Honorar. Dieses Honorar wird dann im Land auch tatsächlich besteuert, versteuert. Auch hier stellt sich natürlich dann die Frage nach Arbeitserlaubnis und so weiter. Haben wir jetzt zwar komplett weggelassen. Und dann kann die Gesellschaft dir wiederum den Rest dann als Gewinn steuerfrei auszahlen. So, das könnte man möglicherweise so gestalten, dass es dann legal ist. Da sind natürlich noch viele Details, die jetzt zu berücksichtigen sind. Und der Teufel steckt ja meistens im Detail. Abschließend würde ich sagen, die LLC und die OÜ sind beides sehr gute Rechtsformen. Ich persönlich denke, dass die LLC der OÜ leicht überlegen ist, weil sie eben doch weniger Verwaltungsaufwand hat, weil sie eben doch mehr Vertraulichkeit bietet, weil keinerlei Bilanzen und so weiter veröffentlicht werden. All das wird ja bei der OÜ dann später veröffentlicht. Wenn du aber aus irgendeinem Grund eine EU-Gesellschaft brauchst, dann ist sicherlich die OÜ eine gute Alternative, aus meiner Sicht viel besser als alles andere. Viel besser als eine irische Gesellschaft, zypriotische Gesellschaft. Schlag dich mit diesem Zeug alles nicht rum. Nimm die OÜ. Ich denke, da hast du dann tatsächlich eine ganz gute Basis in der EU, wenn du das brauchst. Wenn du im Ausland lebst oder planst, ins Ausland umzuziehen und hier Fragen hast bezüglich der besten Firmenstruktur oder generelle steuerliche Fragen, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen. Würde mich freuen, auch über dein Auslandsvorhaben mit dir zu sprechen. Bis dann, mach's gut. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.